Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute machen wir die Steuerkette an einem OM651. Let's go! Dafür werden wir zunächst einmal hier den Luftfilter ausbauen, die Batterie abklemmen, anschließend die Injektoren ausbauen, den Ventildeckel abbauen und dann die Steuerkette ersetzen. Dafür hier den Sensor abbauen. Da könnt ihr normalerweise hinten einfach drauf drücken, aber wenn der ein bisschen ausgenudelt ist schon, einfach hier mit dem Schraubenzieher rein. So, in der Zwischenzeit habe ich den Luftfilterkasten ausgebaut. Hier kann man darauf achten, dass diese kleinen Nasen gerne abbrechen. Wie ihr seht, ich habe hier auch schon den zweiten Satz drin, weil mir bei einer früheren Reparatur das mal abgebrochen ist. Und da habe ich jetzt einen Billo-Nachbau reingebaut, der auch nicht so 100% dicht ist, deswegen die ganzen roten Kabelbinder. So, jetzt sind die alle offen. Sehr gut. Hier die Klammer nach hinten schieben bei allen. So. Dann den Kabel, den Stecker abmachen. Am besten nicht am Kabel ziehen. Wenn es nicht geht, von vorne ein bisschen drücken. Das klappt euch auch ganz gut. So. Wo man nicht hinkommt, immer mit dem Schraubenzieher dagegen. So. Der Kabelstrang auch zur Seite. Wollen wir jetzt die Injektoren ausbauen. Da kommt auch immer wieder ein bisschen Diesel mit raus jeweils. Da verwende ich immer neue Lappen, altes Bettlaken oder so. Weil das ist alles ja nach dem Dieselfilter und dementsprechend sollte das möglichst sauber sein, immer alles. Die Ausgänge von der Fuel Rail ein bisschen zukleben, damit da kein Schmutz reinkommt während unserer ganzen Aktion hier. Klebt natürlich hervorragend, wenn es nass ist, nicht. Jetzt kommen die Injektoren raus. Einfach die Torx-Schraube raus
Und dann kann man die raushebeln, und zwar mit dem Niederhalter hier. So, und das sind den Schrauben, die müssen danach auf jeden Fall neu kommen. Wie auch die Kupferdichtungen unten am Injektor. So, und jetzt könnt ihr nämlich die Schraube hier so ein bisschen reinmachen und hier so ein bisschen hebeln, dann kommt er hoch. So. Dann schreiben wir da jetzt was drauf. Und zwar eine 1 für Zylinder 1. Und das machen wir jetzt mal kurz ein bisschen sauber. Und dann soll man die möglichst stehend lagern, habe ich mal gehört. Das gleiche machen wir jetzt noch mit den anderen 3 Zylindern. Die Injektoren kurz ausbauen und dann geht es weiter. Dann kommt er hier zu den anderen. Und was ich dann sofort immer mache, ist den Verschluss stopfen für den Zylinder, damit da nichts reinlaufen kann. So. Perfekt. Jetzt sind alle 4 ausgebaut. Jetzt können wir den Ventildeckel wegmachen. Beziehungsweise ich putze davor immer noch kurz die Schächte, damit die sauber sind und da nichts weiter reinlaufen kann. Zum Putzen gibt es hier so ein wunderschönes Reparaturset. Das eignet sich tatsächlich sehr gut dafür. Den groben Schmutz mache ich erstmal mit einem Lappen und einem Schraubenzieher und dann den feinen Schliff mit diesem Set hier. Langen Schraubenzieher. Dann schön drum wickeln. Nicht zu dick. Ihr werdet es einfach sehen. Tatsächlich. Dann ich mache das immer gegen den Uhrzeigersinn, weil da unten ja dieses kleine Verschlusskäppchen ist und das ist halt ein Gewinde mit dem Uhrzeigersinn. Nicht, dass es sich da reindreht und das Ding mit hochzieht. Jetzt mal das Gröbste raus, aber wirklich nur das ganz Grobe. Und jetzt nehme ich die hier. Jetzt legt man das da dahinter, damit da nichts irgendwo reinfällt. Ja. So. Ja, und jetzt hier möglichst nah dran. Okay. Okay. Mhm. Gut. Ah, die hält ja so. Okay. Hebt. Ja.
So. Das sieht ziemlich genau aus wie 91,1 Zentimeter. Ich wollte euch jetzt hier im Vergleich nochmal die alte Kette zeigen. Mir fehlt ein Kettenglied, weil man zwei Verbindungen aufmachen muss. Also ein Kettenglied fehlt, aber ich habe jetzt einfach mal von meinem Nietwerkzeug das Durchziehelement hier angehängt. Und wenn man jetzt einfach mal schaut, wir sind hier bei 92,2 Zentimeter. Das heißt, wir sind ungefähr 1 Zentimeter länger geworden an der Kette. Dann habe ich hier noch die Zahnräder von den Nockenwellen. Da kann man jetzt mal anschauen, ob die ein bisschen ausgewaschen sind. Ich muss zugeben, die sehen noch sehr gut aus. Die werden hier ein bisschen metallisch. Die Flanken oben sind aber auch noch super. Also die hätte man wahrscheinlich nicht tauschen müssen. Die sehen sehr gut aus hier noch im Vergleich. Ja. So, steht die perfekt auf OT. Und deine Stöpsel sind da links, auch rechts? Okay.
besser hin. So 80 hast du gesagt. Ja, das sind ist so 80. Man hört den Diesel in der Rücklaufleitung zurücklaufen. Startet ohne Probleme. Wie ihr aber auch seht, ich bin jetzt schon 660 Kilometer weit gefahren mit dem Auto ohne Probleme. Und der Motor läuft sehr gut. Schüttelt sich immer noch ein bisschen, aber das würde ich sagen, ist völlig normal für den Diesel. Wie ihr seht, die C-Klasse fährt wieder, der Steuerkettenwechsel hat erfolgreich geklappt. Und das Problem am Anfang war, dass da noch Luft in den Injektoren drin war. Und die Luft kann man normalerweise mit dem Diagnosesystem über ein bestimmtes Programm aus den Injektoren ablassen. Es geht aber auch auf die harte Weise, einfach den Druck in der Common Rail zu erhöhen. Und es geht halt, indem ihr eine Weile fahrt. Wichtig ist dann halt, das Auto nochmal auszumachen und anzumachen und dann läuft er wieder auf allen 4 Zylindern. Ich bin jetzt schon 600 Kilometer mit dem Auto so gefahren, das hat ohne Probleme funktioniert. Wenn es da Probleme gibt, dann melde ich mich und zeige euch, woran es gelegen hat.